Liebe Leute, ich wurde gerade festgesetzt, befinde mich jetzt im Arrestwagen und eigentlich wollte ich auf eurer Demo eine Rede halten, auf der Demo gegen den EU-Summit hier, wo fatale Flüchtlingspolitik wieder beschlossen wurde heute. Und ich lasse mir das Reden auf Demos nicht verbieten und ich werde jetzt diese Rede halten. Die aktuelle Politik der Friedensnobelpreisträgerin EU, auch die, die hier in Salzburg in den letzten Tagen diskutiert und beschlossen wurde, ist eine Politik der Schande. Eine Politik, die Menschenrechte missachtet und Menschenleben nicht nur gefährdet, sondern wissentlich aufs Spiel setzt. Eine Politik, die nach jeder Rettung erneut über Menschenleben verhandelt, als wären sie ein paar Kaugummis. Und dann trauen sich unsere Regierungen auch noch, sich dafür feiern zu lassen, wenn sie 25 Gerettete erlauben, in unsere Länder einzureisen, für deren Seenot sie vorher selbst verantwortlich sind, weil sie es sind, die den Festungsgraben im Mittelmeer in Betrieb halten. Sebastian Kurz, aber auch andere PolitikerInnen fordern von uns, dass wir uns an die hässlichen Bilder gewöhnen. Wir sollen uns daran gewöhnen, dass Alan Kurdis an die türkischen Küste gespült werden. Wir sollen uns daran gewöhnen, dass Fischer vor Marokko Ertrunkene als Beifang in ihren Netzen haben. Wir sollen uns daran gewöhnen, dass aufgeblähte, teilweise durch Schiffsschrauben verstümmelte Leichen an tunesischen und libyschen Stränden angespült werden. Ich sage euch, ich will mich nicht daran gewöhnen. Malta blockiert seit über 80 Tagen 3 Seenotrettungsschiffe und das Suchflugzeug Moonbird und hindert diese an ihrer Aufgabe, Menschenleben zu retten. Wir haben die Schiffe, wir haben die Crews, wir haben das Geld und wir haben den Willen, Menschen nicht ertrinken zu lassen, egal wer sie sind oder woher sie kommen. Wir fordern die sofortige Freilassung unserer Einsatzgeräte. Italien hat seit Wochen seine Häfen für aus Seenot Gerettete geschlossen. Die Niederlande und Gibraltar entziehen Seenotrettungsschiffen ihre Registrierung. Malta blockiert, Deutschland schweigt und Österreich schaut zu. Dies führt dazu, dass nicht nur die letzten verbliebenen Schiffe, die Seenotrettung betreiben, aktiv daran gehindert werden, auszulaufen, sondern es schafft auch eine ungewisse Situation für alle Seefahrer in der Region. Was in den letzten Wochen und Monaten entstanden ist, ist eine Rescue Gap. Es gibt schlicht niemanden mehr, der Leute aus Seenot rettet. Die wenigen Handelsschiffe in der Region vor Libyen versuchen mit allen Mitteln Rettungen zu vermeiden, da sie befürchten, die Geretteten nirgendwo anlanden zu dürfen. Auch Militärschiffe umfahren die Region weiträumig. Das Ziel dieser Nobelpreisträgerin ist es, ein Mahnmal aus Ertrunkenen zu bauen, damit sich Nachkommende gegen eine Flucht entscheiden. Aber ich will dieses Mahnmal nicht mitbauen. Die Moonbird, das Aufklärungsflugzeug von Sea-Watch, darf nicht mehr von Malta ins Einsatzgebiet starten. Uns wurde trotz wochenlanger Gespräche nie ein valider rechtlicher Grund dafür genannt. Die Behörden können uns auch keinen Grund dafür nennen, denn das Ziel dieser Aktion ist es, kritische und unabhängige Beobachtungen zu unterbinden. Es sollen mögliche Zeugen verhindert werden, die die Zustände des Sterbenlassens beobachten könnten. Und dann höre ich immer nur, wir müssen die libysche Küstenwache ertüchtigen. Es gibt keine libysche Küstenwache. Es gibt ja nicht einmal einen libyschen Staat. Aktuell streiten sich 3 Regierungen um die Kontrolle. Die Nationalarmee ist unter der Kontrolle eines Generals, der total eigene Interessen verfolgt. Und in Tripoli bekämpfen sich seit Wochen schon wieder zahlreiche Milizen und alleine in der letzten Woche wurden 15.000 BürgerInnen aus der Hauptstadt vertrieben. Die Friedensnobelpreisträgerin EU finanziert Milizen auf Marineschiffen, deren einzige Aufgabe es ist, Flüchtende auf dem Meer abzufangen und zurück nach Libyen zu bringen. Dabei nimmt diese Küstenwache bewusst Menschenleben in Kauf. Sea-Watch hat zahlreiche Zwischenfälle dokumentiert. Dort wird auf Migrantinnen in den Booten geschossen. Dort wird auf unsere Schiffe geschossen. Selbst eine deutsche Fregatte ist schon ins Kreuzfeuer schießwürdiger Milizionäre geraten. Sea-Watch hat Anzeige gegen eine Einheit der Küstenwache gestellt, wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Das Verfahren wurde eingestellt mit dem Hinweis darauf, das Gericht wisse von keiner existierenden Judikative in Libyen, an die man ein Amtshilfeersuchen richten könne. Die EU bildet also eine Exekutive aus, für die es keine Kontrollinstanzen gibt. Sieht so der Aufbau einer Demokratie von einem Friedensnobelpreisträger aus? Davon mal abgesehen ist Libyen kein sicheres Land. Die Zustände, mit denen Migrierende konfrontiert sind, entbehren jeder Vorstellungskraft. Menschen werden willkürlich inhaftiert, haben keinen Zugang zu Hygieneartikeln, keinen Zugang zu Nahrung, keinen Zugang zu medizinischer Hilfe. Frauen wie Männer
werden vergewaltigt, verschleppt, verkauft, als Leibeigene gehalten oder als Tauschmittel verwendet. Die deutsche Botschaft zu Niger spricht in einer Depesche ans Auswärtige Amt von KZ-ähnlichen Zuständen in libyschen Lagern. Und diese KZ-ähnlichen Zustände unterstützt die Europäische Union auch hier in Salzburg. Die Lösung der EU, die letzten Tage hier in Salzburg diskutiert wurde, lautet Abschottung und sterben lassen. Hässliche Bilder werden gerade nur dadurch verhindert, dass alle ZeugInnen aus der Seenotrettungszone verdrängt werden. Doch wir lassen uns nicht verdrängen. Und wenn wir uns für jede Rettung ein neues Schiff klar machen müssen, das Recht auf Rettung auf Seenot ist ein universelles Recht. Es darf nicht abhängig gemacht werden davon, welcher Pass der Ertrinkende hat. Wer bei Seenotrettung nach dem Pass des Ertrinkenden fragt, betreibt eine faschistische Selektionspolitik. Wir fordern die sofortige Einrichtung einer staatlichen Seenotrettungsmission. Denn in der Tat ist es ein NGO-Wahnsinn, dass Vereine wie Sea-Watch diesen Job seit Jahren übernehmen müssen, weil die EU Menschen im Mittelmeer ersaufen lässt. Wir fordern die Einrichtung von legalen und sicheren Fluchtrouten nach Europa, damit Menschen sich nicht in die Hände von Schleppern begeben müssen, und ihr Leben nicht in der Wüste oder dem Mittelmeer aufs Spiel setzen müssen. Und Leute, noch was. Diese Lösung wird nicht von der EU kommen. Zentraleuropäische Staaten, allen voran Deutschland und Österreich, blockieren seit Jahren eine faire Verteilung von Geretteten in der EU, auch gerade heute wieder beim Summit in Salzburg. So wie wir Seenotrettung selbst in die Hand genommen haben, müssen wir nun auch die Möglichkeit der solidarischen Städte selbst in die Hand nehmen. Wir müssen von unten und gemeinsam an Lösungen arbeiten und in unseren Kommunen und in unseren Städten sichere Häfen schaffen und fordern, dass Flüchtlinge zu uns kommen können, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Wo die Seehofers und Salvinis Angst und Hass schüren, da zeigen wir Solidarität. Wo die Europäische Union immer neue Grenzen zieht, da bauen wir Brücken. Sie können uns schikanieren und festsetzen, uns mit ihrer Hetze überziehen, aber sie können uns niemals davon abhalten, das Richtige zu tun. Denn eine Welt voller Mauern und Zäune hat keine Zukunft. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass kein Mensch mehr an Europas Grenzen sterben muss. Kämpfen wir gemeinsam für sichere und legale Einreisewege. Dankeschön.